Zugeschaltet ist jetzt der SPD-Politiker Mahmoud Özdemir. Er ist Staatssekretär im Innenministerium. Herr Özdemir, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Simon, nach Berlin. Noch ist das Urteil aus Münster ja nicht rechtskräftig. Aber wenn es dazu kommen sollte, welche Konsequenzen ergeben sich daraus dann für die Bundesregierung? Naja, zunächst, Urteile kommentiert man nicht, Urteile setzt man um. In diesem Fall haben wir eine OVG-Rechtsprechung, die ganz klar auch im Sinne der Bundesregierung, der Politik, die wir machen, auch hier eine Entscheidung getroffen hat. Nämlich ein Flüchtling keine Verfolgungseigenschaft zuzuerkennen. Er war ausgeschlossen von der Zurechnung dieser Eigenschaft beziehungsweise wegen seiner Schleusungsstraftaten. Und es wurde ihm auch kein subsidiärer Schutz anerkannt, weil er nicht dartun konnte, dass ihm eine ernsthafte individuelle Bedrohung zukommt oder zuteil wird in seinem Heimatland. Von daher ist das der beschwerliche, rechtsstaatliche, korrekte Weg, den wir als Bundesregierung im Rahmen der Gewaltenteilung respektieren und auch Verwaltungsentscheidungen und auch Gerichtsentscheidungen vollstrecken. Man darf dabei schließlich nicht vergessen, dass es eine Bundesbehörde, nämlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war, die genau hier auch vor Gericht hart geblieben ist und die Berufung erzielt hat und jetzt vorläufig auch gewonnen hat. Aber wie muss man das dann im Fall von Syrien ganz grundsätzlich beurteilen? Gibt es überhaupt noch Gründe, Geflüchteten aus diesem Land generell Asyl oder eben den sogenannten subsidiären Schutz zu gewähren? Ist das mit dem heutigen Tag nicht dann obsolet? Das sind viele Faktoren, die dabei mitspielen, nämlich einerseits die Lagebewertung aus dem Auswärtigen Amt und am Ende des Tages prüfen wir jeden einzelnen Lebenssachverhalt nach unserem Recht und Gesetz, ob jemand hier bleiben darf. Wir haben im Übrigen mit dem Chancenaufenthaltsrecht bis zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen Paradigmenwechsel im Ausländerrecht eingeleitet, indem wir ganz klar den Menschen sagen, du darfst hier bleiben, wenn, und zählen Voraussetzungen auf. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, haben wir auch hier den Ländern, die für die Zurückführungen und für die Abschiebungen auch zuständig sind, ein Instrumentarium an die Hand gegeben. Wir haben ganz klar gemacht, dass wir beispielsweise Datenträger beschlagnahmen und auswerten können und dass wir auch in Unterkünfte Durchsuchungen durchführen können, wenn wir beispielsweise Personen, die die Rückführung dadurch verhindern wollen, auch auffinden möchten. Ich glaube, wir haben einen guten Instrumentenkasten noch zusätzlich gesetzlich geschaffen. Jetzt müssen die Länder, und wir schieben das hier auch nicht nur auf die Länder, wir begreifen als Bundesregierung die Sicherheit unseres Landes, nämlich Ausländern, die hier nicht bleiben dürfen, auch außer Landes zu bringen, als gesamtstaatliche Herausforderung. Und deshalb meine ich auch, dass hier die Polizeien, aber auch die Ausländerbehörden von den Ländern verstärkt werden müssen. Die Entscheidung darüber, ob jetzt Geflüchtete aus einem bestimmten Land den subsidiären Schutz genießen oder nicht, das ist ja eigentlich eben eine politische Sache, die man nicht einfach so den Gerichten überlassen kann. Das Auswärtige Amt als zuständige Behörde haben Sie da jetzt ja gerade eben schon angesprochen. Denn am Ende, wenn man diesen Fall jetzt eben weiterspinnt, den wir hier in Münster gerade erlebt haben, könnte ja eine Situation eintreten, in der das eine Gericht so entscheidet und das nächste wieder ganz anders. Naja, wir reden hier von einer höchstrichterlichen Rechtsprechung des OVG NRW. Darüber gibt es nur noch das Bundesverwaltungsgericht. Und ich denke allerdings auch, dass wenn wir jetzt das Urteil, wenn es in Rechtskraft erwachsen ist, auch die Begründung gründlich auszuwerten haben. Und hier hat das Auswärtige Amt dann ganz konkret die Hausaufgabe, aufgrund dieser Urteilsbewertungen auch eine allgemeingültige Linie für die Bundesregierung, was die Zuerkennung von subsidiärem Schutz, nämlich auch im Hinblick auf eine ernsthafte individuelle Bedrohung auch darzulegen. Und das ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung und insbesondere des Auswärtigen Amtes. Nach diesem Urteil heute, gehen Sie davon aus, dass dann kriminelle Personen, die also hier strafrechtlich verurteilt worden sind, im Beitrag haben wir da gerade schon einige Fälle genannt, dass die jetzt auch schneller abgeschoben werden können, auch nach Syrien? Davon gehe ich aus. Das Urteil, wenn es in Rechtskraft erwächst, ist ein solcher erleichternder Weg dahin. Aber wir haben auch ganz klar als Bundesregierung deutlich gemacht, dass Straftäterinnen und Straftäter ihr Bleiberecht hier verwirkt haben und dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, nämlich die Ausweisung, also die Beendigung eines rechtmäßigen Aufenthaltes mit einer Ausreisepflicht auch durch Abschiebung zu bewirken. Und deshalb ist hier ganz klar, wir vollstrecken den Rechtsstaat, belastende wie begünstigende Verwaltungsakte, nämlich Entscheidungen, ob jemand hier bleiben darf oder nicht.
Und deshalb ist Abschiebung auch Ländersache, gemeinsam mit der Unterstützung des Bundes. Und wir wollen hier auch mit dem Beschluss im Kabinett, nämlich Straftäterinnen und Straftätern, ganz klar das Stoppschild hinzustellen und zu sagen, du hast dein Bleiberecht hier in Deutschland verwirkt. Sie haben es gerade angesprochen, Abschiebungen sind ja Ländersache. Ist das mit auch ein Grund dafür, dass sich der Staat generell so schwer damit tut, Straftäter abzuschieben? Wenn jetzt Teile der Bundesregierung der Meinung sind, dass man niemand nach Syrien oder Afghanistan abschieben kann, müsste man dann nicht, ist das nicht noch ein weiteres Argument dafür, dass man dann Vereinbarungen mit Drittländern trifft, die dann gegen Geldleistung oder andere die Leute aufnimmt, die hier nicht mehr erwünscht sind? Zunächst einmal muss man feststellen, dass Abschiebeverbote nicht gelten für Straftäter und Abschiebeverbote auch nicht gelten, wenn eine Ausreise beispielsweise in einen anderen Staat als den Heimatstaat möglich ist. Ich würde mir von den Länderinnenministern wünschen, dass man weniger PR-Aktionen irgendwo nächtlich in Shisha-Bars durchführt und stattdessen mehr die Länderpolizeien und auch die Ausländerbehörden ertüchtigt, dass sie mit der Bundespolizei auch zusammenarbeiten. Es kann nicht sein, dass wir als Bundesregierung Kapazitäten für Abschiebungen vorhalten, die dann regelmäßig nicht in dem Maße genutzt werden, wie es im Rahmen der Vollstreckung all dieser Verwaltungsakte auch möglich wäre. Deshalb geht mein Appell ganz klar auch in Richtung der Bundesländer und der Bundesländerinnenminister, auch hier deutlich die Hausaufgaben vor Ort zu machen. Bundeskanzler Scholz hat im Rahmen seiner Unterredung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten alle Vorträge der Landesinnenministerinnen und Innenminister aufgegriffen und hat diese in ein Konvolut gegossen, die wir jetzt auch von Beschleunigung bei Verfahren bei Ausländerbehörden bis hin zur Hilfe mit Migrations- und Rückführungsabkommen mit den Heimatländern auch durchführen. Am Ende des Tages ist es eine gesamtstaatliche Aufgabe, die Migrationspolitik gemeinsam zu bewältigen. Und es gewinnt hier nicht derjenige, der populistisch die höheren oder besseren Forderungen erhebt, sondern derjenige, der diesen Rechtsstaat auf dem beschwerlichen Weg zügig bewältigt. Sagt Mahmoud Özdemir, Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne, Herr Simon. Schöne Grüße nach Berlin.